Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deinem Oktober-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein Oktober gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Auf was zu fokussieren ist ausschlaggebend und aber auch, was du vielleicht am besten ganz außer Acht lassen solltest. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Jungfrau im Oktober. Zuversicht, Zufriedenheit mit sich selbst, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, Pläne. Es beginnt zu fruchten. Du hast ein großes Stück deines Seelenfriedens zurückbekommen mit der Entscheidung, die du getroffen hast. Und im Oktober wird dir, ja, sagen wir mal, dieses Ausmaß sehr bewusst. Im Zwischenmenschlichen, es gibt, Sie sagen, es werden generell neue Menschen kennengelernt. Mit einigen Menschen hast du intensive Begegnungspunkte und ein ganz bestimmter Mensch tritt in dein Leben. Die Karten, nehmen wir die mich hier angesprungen haben. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Themenkarten. Das heißt, dein Oktober wird bewegend. Ja, die Tiefe. Die Tiefe, die Antwort liegt immer in der Tiefe. Du warst bereit, tief zu gucken. Dadurch konntest du die Entscheidung treffen. Doch nun, tauche noch einmal hinab. Halte noch einmal Innenschau, denn ich höre, deine Standards sind sehr hoch. Auf was bezogen, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann, ob das rauskommt. Deine Standards sind sehr, sehr hoch. Und es geht darum, genau für dich herauszufiltern, welche Erfahrung möchtest du erneut machen, welche nicht. Beziehungsweise hast du von deinen Erfahrungen gelernt. Im Oktober fällt dir auch auf, wie verschachtelt du denkst. Das heißt, wie kompliziert du denkst. Und der Oktober möchte dich darauf hinweisen und gleichzeitig auffordern, außerhalb deiner Gedankenbox, sozusagen außerhalb des Hirnkastels zu denken. Das heißt, heraus aus deiner Komfortzone und mehr in die Gefühlsebene zu gehen. Gut möglich, dass eine Reise bevorsteht oder geplant wird, und zwar an einen Ort, der am Meer liegt. Das Meer ist sehr, sehr ausschlaggebend, vor allem der Atlantische Ozean. Und vielleicht befindest du dich auch dort im Oktober und lernst dort diesen Menschen kennen. Wer weiß, der da auf dich zukommt. Jedenfalls, du findest einen Schatz. Dieser Schatz bist du selbst, dein inneres Licht. Im Oktober wird dir das sehr, sehr bewusst, welche Gaben und Talente du hierher mitgebracht hast, und du bist bereit, aus ihnen etwas zu machen. Das bedeutet, diese anzuwenden, und zwar richtig anzuwenden. Du gibst dir selbst ein Versprechen, liebe Jungfrau. Nicht nur das Versprechen, dir treu zu bleiben, sondern es für dich so gut, komfortabel und prächtig, höre ich, zu machen, wie es nur geht. Und du bist im Oktober Priorität Nummer 1 in deinem Leben. Bravo! Du kommst, wie gesagt, immer mehr zu dir selbst. Wie gesagt, eine Antwort, irgendein Thema,
Da bist du noch auf der Suche, da tauche nochmal hinab, mache Innenschau und du wirst fündig und zwar auch sehr, sehr schnell. Du hast ein wahnsinnig großes Herz, liebe Jungfrau. Du bist der geborene Heiler unter allen Sternzeichen. Nicht nur durch deinen Blick, durch deine Anwesenheit, sondern durch deine Worte. Auch wenn die Jungfrau nicht vieler Worte sein sollte, das, was die Jungfrau ausspricht, das, was die Jungfrau den Mitmenschen entgegenbringt, ist top. Ich sage jetzt im zwischenmenschlichen Bereich, ganz neutral gesehen, nehmen wir alles andere ab. Höre, was ich sage und interpretiere nicht. Du wirst etwas finden, gut möglich auf dem Erdboden, irgendetwas, was dir einen ganz, ganz großen Aha-Moment bringt, bei einigen vielleicht ein Déjà-vu. Du wirst dieses, was du findest, das ist etwas recht Wertvolles, wirst du entweder ins wie heißt es, da dieser Ort, wo man gefundene Sachen hinbringt oder wie auch immer, also du gibst es zurück, weil du diesen Wert wahnsinnig erkennst, sei es ein materieller Wert oder ein persönlicher Wert. Alleine durch diese Geste, liebe Jungfrau, poppt bei dir ein ganz neues Fenster auf. Du wirst einen ganz, ganz großen Segen alleine nur durch diese Geste bekommen. Die Sache ist die, liebe Jungfrau, du versuchst etwas passend zu machen, viele Stufen hinauf zu klimmen, doch man muss auch mal damit anfangen. Da schauen wir nachher, was da genau damit gemeint ist. Dann jemand anderem gibst du quasi nur den kleinen Finger, obwohl du sehr, sehr viel mehr zu geben hast, liebe Jungfrau. So hadere nicht, schenke der Welt dein Sein. Schauen wir uns die Hauptenergie an, die dich im Oktober begleitet, die dir zur Verfügung steht, die Hauptenergie für die Jungfrau. Gut möglich, jetzt wird Gesundheit angesprochen. Bitte auch da, falls dies zufällig auf dich zutreffen sollte, suche immer einen Arzt auf, einen Profi, lass dich von diesem beraten und behandeln. Manche Jungfrauen können Handgelenksbeschwerden haben oder sogar Taubheitsgefühl oder ein Kribbeln, das sich bis in die Fingerspitzen zieht und vor allem hier in der unteren Handfläche bemerkbar macht. Auf spiritueller Ebene geht es darum, dass du deine Hände anders einsetzen solltest. Wow. Ja, definitiv, der Oktober ist für dich, du hast 3 Hauptenergien, das kommt sehr selten vor, liebe Jungfrau. Der Oktober ist für dich sehr, sehr transformativ. Als erstes geht es mal darum, dass du dir über vieles bewusst wirst, gut möglich über ein Feuerzeichen angestoßen, beziehungsweise ein Feuerzeichen versucht dir etwas bewusst zu machen, insbesondere ein Schütze. Doch dieser Drang von dir, dass du es dir für dich passend und recht machen möchtest, eckt selbstverständlich bei manchen an. Und dann wird es heißen, ihr sag einmal, was ist denn mit dir los? Du bist doch sonst nicht so. Du versuchst alles richtig zu machen für dich und für die anderen. Da kann Druck aufkommen.
und du hinterfragst wahnsinnig viel. Doch der Oktober ist eigentlich bringt dir eine recht ausgeglichene Energie. Du möchtest aber doch vor allem, wie gesagt, dir selbst gerecht werden. Gut möglich, dass ausschlaggebend für dich noch eine Waage und ein Skorpion sind. Dadurch, dass du Innenschau abhältst, die Antwort, die zweite ausschlaggebende Antwort, die du da beim Wiederhochtauchen mitbringen wirst, wird wahnsinnig viel verändern. Denn du wirst ausgetrocknete Äste in deinem Leben abschneiden. Auch wenn es um Teams und Gruppen geht in deinem Leben, du weißt, auf wen du dich verlassen kannst, stützen kannst, werde dir bewusst, welche Rolle du in diesem Raster hast. Beginnen wir mit dem Tarot. Also die Energien, es gibt sicherlich einige Entscheidungen, perfekt, ein Stier ausschlaggebend. Es gibt sicherlich viele Entscheidungen, viele kleine Entscheidungen, die dich so transformieren, dass du echt sagst, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr und du wirklich tatsächlich veränderst. Der Oktober, du widmest ihn ganz und gar dir und eventuell der Familiengründung. Ja, die Liebe. Ich bin gespannt. Wow, ein neues Kapitel, liebe Jungfrau. Wir machen weiter. Vielleicht bekommt jemand Nachwuchs oder beschließt zu heiraten. Wer weiß. Doch hier der Stier pusht. Wir machen weiter im Extended, liebe Jungfrau. Ich warte dort auf dich. Ich freue mich. Bis gleich. Ciao.